Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute endlich der Test der Venue 2 Plus. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber halt durch diverse Gründe hat sich das Ganze verzögert. Ich möchte jetzt einfach mal die ganzen Tests nachholen, die jetzt noch ausstehen. Anfangen werde ich hier heute mit der Venue 2 Plus. Ja, die Venue 2 Plus gibt es auch nur in einer Größe, in 43 mm. Das heißt also, ihr könnt euch jetzt nicht entscheiden, ob ihr eine kleine oder größere Uhr haben wollt. Ihr müsst euch hier entsprechend für eine Größe entscheiden. Die Uhr wird auch in 3 verschiedenen Farben ausgeliefert. Einmal in Creme Gold, Schwarz und Hellgrau. Zudem ist die Lünette mit einem Edelstahl verbaut, beziehungsweise das Glas, was wir hier haben, ist Gorilla Glas. Und wie ihr es von Garmin-Uhren gewohnt seid, ist die Uhr natürlich auch wasserdicht. Das heißt, das Ganze ist auch bis 5 ATM möglich, ins Wasser zu gehen. Ja, dann kommen wir auch schon zum Display. Das Display wird mit 416 x 416 Pixeln aufgelöst. Es ist ein AMOLED-Display, was man wirklich sehr gut ablesen kann. Das heißt, es ist sehr scharf. Es ist im Dunkeln auch wirklich sehr gut ausgeleuchtet. Beziehungsweise, wenn ihr draußen unterwegs seid, habt ihr auch so viel Power im Display, dass ihr es auch sehr gut ablesen könnt. Lediglich, wenn es wirklich eine direkte Sonneneinstrahlung gibt, kommt es hier zu Problemen. Und hier hat zum Beispiel ein Memory-in-Pixel-Display deutlich seine Vorteile, dass die Sonnenstrahlen entsprechend reflektiert. Bedient wird die Uhr aus der Kombination zwischen Touch-Display und Tasten. Also man kann die Uhr komplett auch mit dem Touch-Display bedienen. Was aber nicht die Möglichkeit gibt, ist die Uhr nur über die Tasten zu bedienen, also so wie man es zum Beispiel bei der Apex oder bei der Phoenix kennt. Diese könnt ihr ja sowohl über Touch und auch über die Tasten bedienen. So müsst ihr die Uhr definitiv auch hier und da mit dem Touch-Display bedienen. Das heißt also, wenn Touch für euch jetzt keine Option ist, ist die Uhr vielleicht jetzt nicht gerade eure erste Wahl. Sensorentechnisch unterstützt die Uhr sowohl WLAN, Bluetooth als auch ANT+. Das heißt also, ihr könnt hier alle möglichen Geräte anschließen, wie zum Beispiel auch den Stride Foodport. Hier wird zum Beispiel auch beim Stride mit der Stride App das Ganze unterstützt, beziehungsweise ihr könnt auch einen Brustgurt nehmen, der entweder mit Bluetooth unterstützt wird oder auch die Garmin eigene ANT+ Brustgurte, die es so im Programm gibt. Was an der Stelle auch noch interessant sind, die Uhr unterstützt dann auch entsprechende Golfsensoren. Das heißt, wenn ihr hier entsprechende Sensoren habt, könnt ihr auch die Sensorik miteinander verbinden. Eine Option, die die Uhr bietet, ist auch eine Musikoption. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Abonnenten bei Deezer, bei Amazon Music oder auch bei Spotify seid, könnt ihr entsprechend eure Musik offline nutzen. Das bedeutet, ihr könnt bis zu 650 Titel hier auf der Uhr speichern, wobei es natürlich dann je nach Anbieter eventuell zu Lizenzbeschränkungen kommt, aber die Möglichkeiten bestehen. Zudem könnt ihr dann auch, wenn ihr möchtet, einen Bluetooth-Lautsprecher oder einen Kopfhörer entsprechend mit der Uhr verbinden oder auch das Ganze dann über die internen Lautsprecher abhören. Das heißt, ja, ihr habt es richtig gehört, man kann hier Musik über die internen Lautsprecher der Uhr abspielen, also anders wie ihr es zum Beispiel bei der Apple Watch kennt. Was neu bei der Uhr hinzugekommen ist, und das ist auch bei Garmin selber komplett neu, das ist der Sprachassistent. Das heißt, wenn ihr die Uhr mit dem Handy verbindet, dann nimmt die Uhr entsprechend den Sprachassistenten, den ihr auf dem Handy habt und könnt dann hier euer Handy zum Beispiel steuern, beziehungsweise hier alle möglichen Aktionen ausführen. Beim iPhone wäre das zum Beispiel hier, ihr könnt die Musik steuern oder auch dann hier per Sprachsteuerung auf WhatsApp-Nachrichten antworten. Hallo YouTube, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Senden. So, und da sehen wir jetzt gerade auch, hier ist es schon aufgetaucht. Oder dann auch per Sprachbefehl hier einen Anruf tätigen. Was die Anrufqualität angeht, die ist wirklich sehr gut umgesetzt. Also wir haben hier wirklich sehr deutliche Lautsprecher, beziehungsweise die Lautsprecher sind so gut, dass man das auch wirklich sehr gut versteht. Gerade zufällig am Auto bist, du darfst gerne meins putzen. Oder was ist das eine gute Sache? Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, was ich hier oben euch mal verlinke. Da habe ich das Ganze mal gezeigt, wie das im Live-Betrieb funktioniert. Zudem gab es jetzt mit dem letzten Update das Problem, dass jetzt die Siri mehrmals, beziehungsweise die Uhr abgestürzt ist. Das heißt, da war schwarzer Bildschirm, ich konnte nichts mehr machen und musste die Uhr entsprechend neu starten. Es gab in der Vergangenheit wohl auch schon Probleme mit Google, beziehungsweise mit Google Assistant. Das soll aber mittlerweile behoben worden sein. Ich persönlich nutze das Ganze gar nicht so viel, wie ich es gedacht habe. Man hat mal vielleicht telefoniert, ja, das kommt ab und zu mal vielleicht mal vor, aber generell nutze ich die Sprachsteuerung dann doch nicht so viel, wobei das dann natürlich auch eine persönliche Präferenz ist, wie man das Ganze dann nutzen möchte. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch ein iPhone nutzt und AirPods habt, dann könnt ihr auch, wenn ihr beim Laufen seid, das Ganze hier direkt über die AirPods steuern mit der Sprachsteuerung. Da seid ihr auf die Uhr gar nicht angewiesen. Daher ist es tatsächlich eine Überlegung wert, ob man sich zum Beispiel sagt, man nimmt hier eine Venue 2 statt eine Venue 2 Plus. Also die Venue 2 ist etwas günstiger, hat keine Sprachsteuerung, aber bietet doch vom Funktionsumfang nahezu dasselbe. Was den Herzfrequenzsensor angeht, so haben wir hier einen optischen Herzfrequenzsensor am Handgelenk. Das bedeutet, hier wird 24/7 die Herzfrequenz gemessen, wenn ihr das möchtet. Und ihr könnt auch hier mit dem Pulsoximeter dann entsprechend euren Blutsauerstoff messen. Was die Leistung des Sensors angeht, so ist er deutlich besser als der Vorgänger, wie zum Beispiel bei der Phoenix 6. Der hat ja immer Probleme gehabt, hier die Herzfrequenzen richtig zu messen. Ich hatte jetzt hier keine massiven Abweichungen, was das Messen der Herzfrequenz angeht, auch im Alltag, also keine Spitzen von über 200 Puls, wie ich zum Beispiel bei der Phoenix 6 hatte. Auch die Sportaufzeichnung
Aufzeichnungen werden hier wirklich gut solide durchgeführt. Gerade bei gleichmäßigem Lauf haben wir doch wirklich sehr, sehr gute Werte. Nur wenn ihr jetzt schnelle Änderungen habt, wie zum Beispiel beim Intervall oder jetzt zum Beispiel beim Krafttraining, kann es hier zu Abweichungen kommen bzw. zu Messfehlern. Und hier würde ich generell immer zu einem Brustgurt raten, weil da einfach die Werte etwas genauer sind. Auch beim Thema Akkulaufzeit überzeugt mich die Venue 2 Plus wirklich. Ich hatte ja schon mal einen Test dazu gemacht, wie das Ganze mit Akkulaufzeit geht. Auch das Video verlinke ich euch mal. Und hier kam ich so knapp auf 3 Tage Laufzeit mit 2 Workouts à einer Stunde. Also wirklich auch mit Always On und alles, was bei der Uhr zu bieten hat. Das bedeutet, wenn ihr das Ganze dann etwas reduziert, zum Beispiel die Helligkeit des Displays reduziert oder nicht das Always On nutzt oder auch den Pulsoximeter nur auf den Abendbetrieb oder Nachtbetrieb schaltet, könnt ihr hier deutlich nochmal die Akkulaufzeit verlängern. Es ist auch ohne Probleme möglich, wenn man die Uhr jetzt komplett aufgeladen hat, hier entsprechend eine Tagestour zu machen über mehrere Stunden, ohne dass man dabei Angst haben muss, dass hier die Uhr irgendwann hier an Power verliert. Also da müsst ihr euch definitiv keine Sorgen machen. Was die GPS-Aufzeichnung angeht, so unterstützt die Uhr Galileo, GLONASS und GPS. Also ihr könnt dann die Kombination GPS GLONASS oder GPS Galileo bzw. GPS alleine nutzen. Und auch hier bietet die Uhr wirklich eine sehr, sehr überzeugende Leistung. Ich habe das Ganze mal mit der Apex im Multiband getestet. Also Multiband bedeutet, hier wird der optimalste Standort ermittelt. Das ist ein neues Verfahren bzw. eine neue Technik, die Garmin einsetzt. Aber hier kostet die Uhr auch mehr als das Doppelte. Und dennoch habe ich mal eine Radtour gemacht, komplett im Wald. Und hier habe ich GPS GLONASS genutzt. Und ich muss sagen, hier habe ich wirklich zwar Abweichungen auf dem Weg, also es sind auf jeden Fall Abweichungen zu sehen, aber dennoch sind die nicht mehr in einem Rahmen, wie wir zum Beispiel von einer Phoenix 6 kennen, die dann wirklich massiv vom Weg abgewichen ist. Was das Freigelände angeht, so habe ich dann ähnliche Werte wie bei der Apex, weil dann der Vorteil der Apex dann nicht mehr zur Geltung kommt, weil es keine Abschattung mehr gibt. Und daher bin ich für das, was die Uhr hier kostet, beziehungsweise was der Preis ist, doch wirklich sehr, sehr zufrieden, was die GPS-Daten angeht. Man muss sich da, wie gesagt, nur mal vor Augen halten, dass, wenn man es mit der Apex vergleicht, doch diese Uhr mehr als das Doppelte mehr kostet, als jetzt hier zum Beispiel Venue 2 Plus. Ja, was die Apps angeht, beziehungsweise die Widgets von Garmin, sind hier die üblichen Verdächtigen dabei. So haben wir zum Beispiel das Wetter, wo ihr dann eine Prognose sehen könnt, oder zum Beispiel auch den UV-Index. Es gibt dann auch wieder einen Schrittzähler, Etagenzähler und einen Kalorienzähler. Was neu hinzugekommen ist, der Health Snapshot. Das heißt, ihr könnt dann hier einen kleinen Snapshot machen, wie man schon sagt, ein kleines Foto, wo ihr dann entsprechend hier eure Gesundheitsdaten ermitteln könnt und die gegebenenfalls beim Arzt einreichen könnt, wenn ihr das möchtet. Was natürlich auch wieder nicht fehlen darf, ist der Stresslevel bzw. die Body Battery. Anhand der Stress oder die Anstrengung, die ihr am Tag habt, wird dann entsprechend euer menschlicher Akku, die Body Battery, ermittelt, und so habt ihr dann immer auf einen Blick, wie eure Reserven aktuell sind und ob ihr noch entsprechend ein Workout machen könnt. Zudem gibt es dann auch die Möglichkeit, hier die Flüssigkeiten zu tracken. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwas trinkt, dann könnt ihr das entsprechend eintragen. Das Ganze wird dann in der App hinterlegt. Und wie ihr das dann auch von Garmin gewohnt seid, hat auch die Uhr wieder ein Connect IQ Store Anbindung. Das bedeutet, ihr könnt dann auch wieder entsprechend die Apps auf die Uhr herunterladen, beziehungsweise diese dann, um gewisse Funktionen zu erweitern. Ich habe mir zum Beispiel hier den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang als App heruntergeladen, weil dieser hier auf der Uhr nicht verbaut ist, beziehungsweise nicht standardmäßig dabei ist. Und so könnt ihr das Ganze dann hier nach euren Bedürfnissen dann erweitern. Ebenfalls bietet die Uhr auch ein Schlaftracking an, und hier wird dann tatsächlich eine Analyse gemacht über die Tiefschlaf- bzw. Aufwachphasen. Ich muss aber sagen, das Schlaftracking ist an sich von Garmin schon besser geworden. Das heißt, die Zeiten, wann ihr einschlaft bzw. aufwacht, werden mittlerweile besser erkannt. Das war in der Vergangenheit jetzt nicht so. Dennoch überzeugt mich das Schlaftracking bei der Garmin-Uhr immer noch nicht so ganz. Also ihr müsst dazu wissen, Schlaftracking ist auch wichtig, um Erholung bzw. eure Regeneration richtig zu erfassen. Und hier wünsche ich mir tatsächlich nochmal etwas genaueren Werte. Gerade die Uhren von Polar oder auch zum Beispiel Apple Watch bietet hier deutlich bessere Möglichkeiten bzw. erkennt viel mehr die Aufwachphasen. Das Ganze kann ich meistens damit bestätigen, dass ich dann wegen den Kindern wach bin, und diese Aufwachphasen werden dann von Polar und Apple Watch erfasst, aber zum Beispiel nicht von Garmin. Was ebenfalls nicht enthalten ist, zum Beispiel ein Schlafplan. Ihr könnt zum Beispiel bei der Apex hier einen Schlafplan hinterlegen und so sagen, hier an den Tagen schlafe ich so. Gerade wenn ihr im Schichtbetrieb seid, ist das Ganze sehr interessant. Was aber ebenfalls nicht unterstützt wird, ist auch ein Mittagsschlaf. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt normalen Nachtschlaf macht und dann euch mittags nochmal hinlegt, dann wird das Ganze nicht als Schlaf erkannt. Zur Verteidigung muss ich aber auch sagen, das bietet sowohl Suunto, Polar und Coros ebenfalls nicht an. Gerade nur bei Autosleep und Apple Watch habe ich das Ganze dann auch hier mit dem Mittagsschlaf enthalten. Was Sportaktivitäten angeht, so bietet die Uhr alle gängigen Sportaktivitäten, zum Beispiel Laufen oder Indoor-Laufen, beziehungsweise Radfahren oder Indoor-Radfahren. Beim Indoor-Radfahren ist es sogar so, oder beim Indoor-Laufen habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel Swift nutzt, die ganzen Herzfrequenzdaten auch von der Uhr an, zum Beispiel an das iPad zu senden, um hier die Herzfrequenzdaten, die ihr zum Beispiel beim Brustgurt jetzt ermittelt über ein ANT Plus, hier
dann an das iPad zu übermitteln. Erweitert wird das Ganze noch um Cardio bzw. Pilates und Yoga-Übungen, und bei Pilates und Yoga-Übungen habt ihr auch sogar Möglichkeiten, euch animierte Workouts zeigen zu lassen. Da gibt es ein kleines Angebot, sowohl auf der Uhr schon vorinstalliert, als auch bei Garmin Connect, und dann könnt ihr dann vorher ansehen, welche Übung ihr machen möchtet, und könnt dann die entsprechende Übung durchführen. Wie das Ganze mit animierten Workouts geht, habe ich auch mal ein Video vorgestellt, das verlinke ich auch nochmal hier oben. Dann könnt ihr euch das Ganze auch mal anschauen, wie das bei Garmin funktioniert und wie das Ganze entsprechend synchronisiert wird. Aber auch Freunde fürs HIIT bzw. Klettern und Bouldern oder auch Skifahren, Snowboarder und auch Schwimmer und Paddler und Kanufahrer kommen hier auf ihre Kosten. Also wie gesagt, es ist hier alles, was im allgemeinen Breitensport hier zur Verfügung steht, ist auch hier entsprechend auf der Uhr enthalten. Und hier gibt es auch schon einen kleinen Kritikpunkt, was zum Beispiel beim Wandern angeht. Ihr habt ja die Möglichkeit, hier Wandern zu tracken. Und beim Wandern ist ja oft auch so, dass ihr dann auch mal auf einer Hütte einkehrt oder mal eine kleine Pause macht. Ihr habt hier bei der Uhr zum Beispiel nicht die Möglichkeit, hier die Aktivität zu stoppen. Man kann zum Beispiel bei der Phoenix-Uhr, da kann man sagen, ich möchte die Aktivität später fortführen. Das gibt es hier bei der Uhr nicht. Das heißt, wenn ihr hier die ganze Aktivität stoppt und im Pausenmodus geht, wird die Aktivität nach einer gewissen Zeit dann beendet und ihr müsst dann eine neue Aktivität starten und habt so hier keinen durchgehenden Track. Ich finde das eigentlich schade, weil Wandern ist so, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, oder zumindest für mich findet das so statt, und ich finde, es ist eine Softwarebeschränkung, die an dieser Stelle überhaupt nicht sein müsste. Was ebenfalls unterstützt wird, ist der Garmin Coach. Garmin bietet ja 3 Coaches an mit einer Strecke von 5 Kilometer, 10 Kilometer und Halbmarathon-Strecke. Hier wird ein geleiteter Workout durchgeführt, beziehungsweise ein Trainingsplan, und ihr bekommt jede Woche dann neue Informationen bzw. neue Trainings und könnt die dann entsprechend durchführen. Was ich bei der Uhr aber schade finde, ist, dass die Uhr selber aber kein Trainingsload unterstützt. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht schauen, wie euer aktueller Fitnessstand ist, ob ihr jetzt übertrainiert seid oder untertrainiert seid oder wie ihr da seid. Nein, das gibt es bei der Uhr leider nicht. Warum man das hier beschneidet, ist mir etwas ein Rätsel, weil technisch gesehen ist das möglich, weil der Garmin Coach arbeitet ja auch im Hintergrund so. Ebenfalls, was nicht zur Verfügung steht, sind tägliche Trainingsvorschläge. Das heißt, wenn jetzt hier eine Aktivität hineingeht, wie zum Beispiel bei der Apex oder bei der Phoenix oder auch bei den Forerunner-Uhren, so bekommt ihr hier keinen Vorschlag, was ihr jetzt tun könnt, um hier eure entsprechende Leistung etwas zu verbessern. Was wiederum aber möglich ist, dass ihr hier entsprechende Trainings runterladen könnt oder durchführen könnt. Ihr könnt zum Beispiel beim Stride Workout auch normalen Trainingsplan durchführen. Die App wird hier komplett zu 100% unterstützt. Ihr könntet theoretisch auch über Training Peaks hier Trainings rüberladen, oder ihr könnt auch eigene Trainings bei Garmin erstellen und diese dann entsprechend auf die Uhr übertragen und dann durchführen, sei es zum Beispiel Intervalle oder auch andere Trainingsmöglichkeiten. Daher finde ich es schade, dass diese Uhr das nicht unterstützt, dass man hier dann eventuell gegebenenfalls auf Drittanbieter-Software zurückgreifen muss. Zum Beispiel Strava bietet es ja an, oder auch dann, wie schon angesprochen, Training Peaks. Da könnt ihr da auch eure Leistung bzw. euren Trainingsverlauf genau analysieren. Was ebenfalls nicht unterstützt wird, ist der Garmin HRM Brustgurt, also der rote als auch der gelbe Pro-Gurt. Also unterstützt wird es schon, also Herzfrequenz könnt ihr messen, aber die zusätzlichen Daten, die dir zum Beispiel der Gurt bietet, wie zum Beispiel vertikale Geschwindigkeit oder das Ausbalanciertsein, die Daten werden entsprechend nicht auf der Uhr übermittelt und können dann auch nicht zur weiteren Auswertung verwendet werden. Hier müsst ihr dann leider auf etwas teure Uhren von Garmin zurückgreifen. Was die Trainingsseiten angeht, so habt ihr die Möglichkeit, 3 verschiedene Trainingsseiten individuell einzustellen. Jede Trainingsseite bietet auch hier 4 Möglichkeiten, Daten anzuzeigen. Aber es ist auch die Option, dass ihr zum Beispiel ein Datenfeld über Connect IQ herunterladet und entsprechend hier nochmal mehr Daten anzeigen lasst. Zum Beispiel habe ich hier jetzt für den Stride ein extra Datenfeld, das mir ein paar mehr Informationen gibt, wie zum Beispiel jetzt nur die Stride Workout App. Was die Sicherheitsfeatures angeht, so hat die Uhr einmal die Möglichkeit, hier Notfallkontakte zu kontaktieren. Das heißt, ihr könnt hier selber einen Alarm auslösen. Es gibt hier auch entsprechend eine Erkennung, wenn jetzt ein Sturz oder so stattfindet. Dann wird auch entsprechend Alarm ausgelöst. Das Ganze funktioniert aber nur in der Kommunikation mit einem Handy. Das heißt, ihr müsst dann entsprechend ein mobiles Gerät dabei haben, damit hier dann entsprechend auch die Person informiert wird, die dann als Kontakt hinterlegt ist. Das heißt, eine LTE-Version ist hier leider nicht vorhanden. Eine weitere Sicherheitsoption, die es noch gibt, ist das Live-Track. Das heißt, ihr könnt hier eine E-Mail-Adresse bestimmen, zum Beispiel eure Frau, eure Freundin oder Ehemann, und hier sagen, okay, ich möchte hier die E-Mail an die Person schicken, und dann kann die Person dann per E-Mail-Link euren Standort verfolgen, beziehungsweise sieht dann auch, wo ihr dann entsprechend unterwegs seid, und weiß dann auch genau, wann ihr nach Hause kommt. Was die Navigation angeht, so bietet die Uhr nur eine klassische Kompassnavigation. Das heißt, ihr könnt euch hier einen gewissen Punkt bestimmen und dann bekommt ihr einfach luftlinienmäßig einen Pfeil angezeigt. Das heißt, alle Hindernisse, die dann stattfinden, wie zum Beispiel ein Fluss, könnt ihr dann nur auf gut Dünken selber überqueren, oder beziehungsweise müsst schauen, wie ihr das Ganze dann überquert. Die Uhr hilft euch dabei nicht, hier jetzt eine Brücke zu finden, sondern zeigt einfach nur entsprechend einen Pfeil an. Ich finde es eigentlich schade, dass man beim Preis von über 400 Euro UVP so eine Navigation nicht anbietet oder überhaupt generell Navigation nicht anbietet, da die Uhr das technisch auf jeden Fall umsetzen kann.
Dass die Uhr das technisch umsetzen kann, zeigen Entwickler im Connect IQ Store. Zum Beispiel hier gibt es die App BF Outdoor, die habe ich mir mal installiert und dann könnt ihr euch entsprechend auch hier wirklich eine Route drauf speichern und diese dann auch navigieren lassen. Wie die ganze Funktion mit BF Outdoor bzw. Navigation funktioniert, hatte ich auch mal im Video gezeigt, das verlinke ich euch auch nochmal. Hier könnt ihr dann wirklich dann eine Route draufladen und hier entsprechend entlang der Linie folgen. Und auch wenn ihr Abweichungen habt, beziehungsweise wenn ihr an schweren Kreuzungen seid, bekommt ihr wirklich sehr gute Anweisungen und könnt die Uhr dann wirklich vollem Umfang als Navigationsgerät nutzen. Ja, da kommen wir auch schon mal zum Fazit der Uhr. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was die Uhr angeht. Sie hat viele Optionen, also ich kann hier zum Beispiel einen Stride Footpod anbinden und kann hier Datenanalysen machen, kann auch wirklich danach trainieren. Ich habe hier die Möglichkeit, Training Peaks zu nutzen und auch hier in die Datenanalyse zu gehen, aber ich habe jetzt von Garmin selber nicht die Möglichkeit, das Ganze durchzuführen. Also Garmin bietet es ja zum kleinen, schmalen Berater auch an, wird bei der Uhr aber softwaretechnisch nicht unterstützt. Ich finde es eigentlich schade, dass man bei so einer Uhr in dieser Preisklasse einfach sagt, okay, das ist jetzt eine Multisportuhr und ich biete hier dem Sportler noch nicht mehr an, wie zum Beispiel ein Trainingsload oder auch eine Erholungszeit. Wenn du mehr Datenanalyse möchtest, beziehungsweise tiefgründiger in die Daten gehen möchtest, musst du dann schon auf die Apex ausweichen, zumindest wenn du im Garmin-Welt sein möchtest und auch hier ein OLED-Display nutzen möchtest. Und dabei muss man einfach sagen, die Uhr kostet als mehr als das Doppelte und da muss man wirklich fragen, ob es einem das wirklich wert ist. Die Sprachsteuerung bzw. auch das Telefonieren ist bei der Uhr wirklich sehr gut umgesetzt, da kann ich überhaupt nichts kritisch anmerken. Es ist halt nun wirklich die Sache, ob man es dann wirklich auch viel nutzt oder nicht nutzt. Es ist natürlich dann dir selber überlassen, ob das für dich eine Option ist. Ansonsten wäre vielleicht die Überlegung, tatsächlich eher auf eine Venue 2 auszuweichen, da diese dann auch in verschiedenen Größen gibt, weil hier ja nur die 43 mm Variante vorhanden ist. Was mich aber deutlich überzeugt hat bei einem OLED-Display mit Always-On-Betrieb tatsächlich die Akkulaufzeit. Also mit 3 Tagen im Vollbetrieb mit 2 Workouts, da kann ich wirklich nichts sagen. Man kommt auch ganz gut je nach Einstellung auf eine ganze Woche damit aus. Auch ist es so, wenn jetzt die Uhr ja sehr leer ist, also ihr kommt zum Beispiel 5% Akku zu Hause an, wollt jetzt noch ein Workout machen, ihr zieht euch einfach schnell um, schließt die Uhr an, genau das ist die Zeit, die ihr eigentlich langt, um die Uhr nochmal so entsprechend aufzuladen, dass ihr auch nochmal mindestens einen 2-Stunden-Workout durchführen könnt. Also an dieser Stelle ist die Uhr wirklich softwaretechnisch sehr gut optimiert, um da entsprechend hier das Ganze durchzuführen. Was ich aber kritisch anmerken muss, ist so ein bisschen die Softwarepolitik von Garmin. Wie schon erwähnt, natürlich die künstlichen Beschränkungen, die hier so ein bisschen stattfinden, aber auch das Produkt reift beim Kunden. Ich habe die Uhr kurz nach Release gekauft und ich hatte jetzt hier mehrere Probleme. Einmal habe ich nicht komplette Übersetzung gehabt, da waren noch teilweise Sachen auf Englisch und nicht richtig übersetzt, beziehungsweise wenn ich zum Beispiel eine App im Garmin Connect IQ Store heruntergeladen habe und diese dann entsprechend verwalten wollte, hat es meine Uhr komplett zurückgesetzt. Das heißt, alle Favoriten, die ich zum Beispiel bei den Workouts hatte, beim Sport etc., wurden komplett zurückgesetzt und waren dann wieder so fast wie auf Werkseinstellung. Und dann hatte ich manchmal auch noch die Probleme, dass ich zum Beispiel im Connect IQ Store die App herunterladen wollte, das Ganze dann aber nicht funktioniert hat. Dabei möchte ich aber festhalten, dass es bei Software immer zu Problemen kommen kann. Man wird nie alle Fehler finden. Nur, das waren so viele Sachen, wo ich sagen würde, okay, das Ganze könnte vielleicht nochmal über die Qualitätsabteilung oder es könnte nochmal richtig getestet, bevor das Ganze dann auf den Markt kommt und dann entsprechend hier dem Kunden zur Verfügung gestellt wird. Für mich als Läufer ist die Uhr jetzt persönlich nichts, wie schon angesprochen, der fehlende Trainingsload oder auch die fehlende Datenanalyse sind so Sachen, die mir so ein bisschen bei der Venue 2 Plus fehlen. Dennoch wird die Venue 2 Plus das Haus hier nicht verlassen bzw. nicht weiterverkauft werden. Wir werden die Uhr nämlich behalten und zwar das für meine Frau. Meine Frau, die nutzt aktuell die Vivo Active 3 und für sie ist es genau die optimale Uhr. Sie möchte gar nicht mehr haben, sie möchte ein bisschen laufen gehen, Daten aufzeichnen, so ein bisschen Garmin Body Battery möchte sie haben und auch so ein paar andere Annehmlichkeiten, die man von Garmin-Uhren kennt. Und das ist auch eigentlich die Zielgruppe dieser Uhr. Das heißt, wenn du jetzt hier so im Multisport unterwegs bist und viele Sachen machen möchtest, aber jetzt vielleicht sagst, okay, ich möchte vielleicht meine Strecke aufzeichnen, aber ich möchte im Detail wissen, ob ich jetzt hier mehr schief laufe oder wie meine vertikale Geschwindigkeit ist. Oder wenn du einfach sagst, okay, ich gehe einfach Radfahren des Spaßes wegen und will hier nicht noch genauer Datenanalysen machen, dann ist die Uhr für dich optimal und auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Wenn du noch genauere Funktionen von der Venue 2 Plus haben möchtest, ich habe mal ein Video gemacht, da stelle ich alle Funktionen nochmal genau im Detail vor. Das verlinke ich dir hier oben, beziehungsweise wenn dich der Vergleich der Apex und der Venue 2 Plus interessiert, was so die Unterschiede sind, da gehe ich nochmal hier in diesem Video genauer aufs Detail drauf an und da kannst du das Ganze auch nochmal anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.